Würdest du sagen, 4M plus Elle, Blade, Knight und Jester ist okay, weil man rüstet auf dem FEC nicht alle aus und Equip ist ja an E-Account gebunden? Ja, aber du kannst ja... Ach so. Naja, das Ding ist halt... Du meinst, weil du, wenn du jetzt 4 Knights hättest auf FEC, dass du dann, wenn du jetzt also die 4 Knights sind ja dann nicht auf dem gleichen Account, und dann kannst du aber nur mit einem das Equipment saven. Das ist zwar an für sich richtig, aber der Kerngedanke dahinter ist eigentlich, dass man entweder am Ende alles verkauft, was natürlich nicht allzu empfehlenswert ist, weil man dann halt nicht sehr viel für sein Zeug bekommt. Verhältnismäßig wenig. Also serverübergreifend müsste man dann verkaufen. Zum Beispiel hat jemanden auf Bodeng, der sehr viel Geld auf Bodeng hat und er gibt dir dann das ganze Geld auf Bodeng, du gibst ihm das Equipment auf FEC. Whatever, irgendwie so. Aber da macht man in der Regel fett miese für das, was es eigentlich ist. Aber der Grundgedanke, wenn du 4-mal die gleiche Klasse auf FEC machst, wäre halt schon, dass du dir dann ungebundenes Equipment auf Borodeng holst, weil sonst kannst du natürlich nicht mehr hin und her tauschen. Ja, das ist richtig. Also du müsstest halt dir irgendwie noch ungebundenes Equipment besorgen. Also entweder du verkaufst dein Main-Equipment auf FEC am Ende, das dir dann hoffentlich noch ungebunden ist. Also ich meine, wenn du es vorhast zu verkaufen, solltest du es natürlich nicht in der gebundenen Version holen. Also man kann ja schon auf FEC mit FEC Gold sehengebundenes Equipment haben, das man nicht mehr verkaufen kann. Das solltest du in dem Fall natürlich nicht machen. Aber du könntest es so machen, dass du das Equipment einfach mitnimmst. Dann hast du halt einen Main-Character, der das beste Equipment hat. Und dann könntest du ja trotzdem auf Borodeng noch das Second-Equipment holen. Das muss ja dann auch nicht ganz so krass sein. Ich meine, du brauchst ja kein perfektes Equipment, um einmal am Tag Kriton zu machen oder so. Es ist actually sogar ein bisschen verschwendet. Und dann könntest du noch ein Zweit-Equipment holen für deine für deinen zweiten, dritten und vierten Charakter sozusagen. Also Knight in dem Fall. Du könntest den halt so, sag ich mal, so 70% so gut ausrüsten oder so. Und der würde ja dann aber trotzdem ziemlich gut abgehen. Und es würde reichen, um damit alles zu machen. Also es ist quasi dein Main-Char, mit dem du mainly spielst. Aber es ist trotzdem 2 Chars, auf die du ausweichen kannst oder die du nutzen kannst für zum Beispiel Kriton und so. Also müsstest du ja dann halt entweder ein zweites Equipment holen oder man verkauft sein Zeug auf FEC vor Ende und holt sich dann einmal richtig gutes Equipment auf Borodeng und das kann man dann halt auf alle Chars rüber tauschen. So oder so brauchst du maximal 2 Equipments für 4 Chars. Oder für 4 oder sogar noch mehr Chars. Wobei mehr Chars macht ja keiner eigentlich. Also doch, für dieses Problem gibt es quasi die Lösung, sich das Equipment dann einfach auf Borodeng zu besorgen. Das war letztes Mal auch schon Thema. Letztes Jahr, besser gesagt. Beim letzten FEC war das auch schon Thema von einigen Leuten. Also ja, es ist etwas blöd, dass halt alles gebunden ist und so und man es dann nicht mehr tauschen kann. Nur mit Charakteren auf dem gleichen Account, aber ich meine, irgendeinen Nachteil muss man ja haben durch FEC. Und dass du, wenn du am Ende alles verkaufst, dann halt natürlich weniger für dein Zeug bekommst, als du gefühlsmäßig an Zeit und Geld selbst investiert hast. Oder vielleicht, wenn du Free-to-Play bist, hauptsächlich an Zeit. Wo du dann denkst, naja, das ist jetzt nicht so krass, sag ich mal, ne? Ja, das muss jeder selber wissen, wie er es macht. Aber der Nachteil ist halt, wenn du 3 verschiedene, oder was hast du geschrieben? Ja, 4 verschiedene Klassen hast, dann ist es egal. Also ich meine, dann könntest du sie alle auf FEC ausrüsten oder auf Borodeng. Ändert nichts, du bräuchtest dann halt für 4 Chars 4 Equipments. Also es ist halt dann trotzdem wieder schlechter als 2 Equipments. Ist das noch nicht voll umständlich, das zu verkaufen? Ja, kann man da nicht abgezogen werden? Ja. Doch, ist es. Ich sage auch nicht, dass du es tun sollst. Ich sage nur, das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist halt, es einfach behalten und sich auf Borodeng einfach so ein zweites Equipment kaufen. Erarbeiten. Wie gesagt, es muss ja nicht perfekt sein dann. Reicht ja, also es muss halt reichen, um halt das möglichst, also das, was man halt machen will, zu machen. Aber den Char so wie ich, meine Chars teilweise gerade mal 10 oder 20 Minuten am Tag spielst, beziehungsweise benutzt für irgendwelche Bosse,
Dann brauchst du ja kein perfektes Equipment. Das wäre sogar übelst verschwendet. Wie gesagt.